Herzlich willkommen zur Börse am Mittag. Der dänische Logistiker DSV hat das Bieterrennen um die Bahnspedition Schenker gewonnen. DSV und Bahn unterschrieben einen Vorvertrag zum Schenker-Kauf für rund 14 Milliarden Euro. Dem Abkommen müssen die Aufsichtsräte und der Bund noch zustimmen. Trotz Bedenken von Arbeitnehmervertretern gilt das Ja im Bahngremium als sicher. DSV setzte sich damit im Bieterkampf gegen den Finanzinvestor CVC durch, der laut Verhandlungskreisen etwas weniger geboten hatte. DSV und Schenker sind im zersplitterten weltweiten Logistikmarkt die Nummer 3 und 4. Beide beschäftigen weltweit etwa 75.000 Mitarbeiter und machten zuletzt jeweils einen Jahresumsatz von um die 20 Milliarden Euro. Der Erlös aus dem Verkauf soll dem Staatskonzern vollständig zufließen, in erster Linie um den Bahnschuldenberg von über 30 Milliarden Euro abzutragen. Bei der möglichen Übernahme der Deutschen Commerzbank durch die italienische Unicredit muss aus Sicht der Bundesbank die Stabilität im Vordergrund stehen. Wir benötigen starke und robuste Banken, sagte Bundesbankpräsident Joachim Nagel im Deutschlandfunk. Es komme bei einem Bankenzusammenschluss darauf an, dass sich am Ende die Geschäftsmodelle ergänzten und eine Bank entstehe, die wettbewerbsfähig sei. Das würden sich auch die Aufsichtsbehörden ganz genau anschauen, so Nagel. Die Großbank Unicredit hatte in dieser Woche beim angekündigten Verkauf von Aktien der Commerzbank durch den Bund zugeschlagen und kaufte zudem Anteile am Markt. Unicredit-Chef Andrea Orcel äußerte Interesse an einer Übernahme des seit der Finanzkrise teilverstaatlichten deutschen Geldhauses. Insgesamt hatten die Italiener bereits rund 9% der Commerzbank-Aktien. Der Anteil des deutschen Staates sinkt durch den Verkauf auf 12%. Die Übernahmefantasie treibt die Aktie weiter nach oben. Aktuell liegt sie heute um 2,7% zu. Allein am Mittwoch, als das bekannt wurde, dass die Unicredit eingestiegen ist, gab es einen Plus von 16,5%. Dazu und zu anderen Themen dieser Börsenwoche begrüße ich den Börsenstrategen Oliver Roth. Herr Roth, glauben Sie, dass die Unicredit eine Commerzbank-Übernahme gelingt? Und was wird das dann bedeuten? Also ich glaube tatsächlich, aktuell ist die Absicht offenkundig, dass die Unicredit versuchen wird, die Commerzbank komplett zu übernehmen. Das haben sie eigentlich sogar auch deutlich gesagt. Sie haben, wenn man so will, ein kleines Stückchen heimlich am Markt knapp 4,5% gekauft, haben jetzt noch etwas mehr als 4% hinzubekommen, sind also roundabout bei 9% mittlerweile. Von daher ist die Ausrichtung ganz deutlich, Unicredit möchte gerne die Commerzbank übernehmen. Wie die Chancen dazu aussehen, das ist in der Tat schwierig zu beurteilen. Fakt ist, dass außer dem Staat, der, soweit ich das weiß, glaube ich, noch knapp 12% an der Commerzbank hat, eher weniger Großaktionäre da sind. Das heißt, die Unicredit müsste wirklich einen deutlichen Aufpreis bezahlen, um alle Kleinaktionäre, viele Pensionsfonds eben auch, zu überzeugen, dass sie letztendlich hier zu einer Gesamtübernahme kommen können. Das ist ein schwieriger Prozess und deswegen schwierig auch zu prognostizieren, ob sie erfolgreich sein werden. Dass sie es versuchen werden, das ist für mich eigentlich völlig klar. Die EZB hat in dieser Woche zum zweiten Mal seit der Zinswende die Zinsen gesenkt. Rechnen Sie mit einer weiteren Zinssenkung bei der nächsten Sitzung im Oktober? Das kann durchaus sein. Natürlich werden die Rahmendaten immer wieder von der EZB geprüft. Man hat jetzt erwartungsgemäß 2 Zinsschritte gesehen. Ich glaube tatsächlich, dass ein dritter im Oktober zumindest mal aktuell nicht völlig vom Tisch zu wischen ist. Ich würde ihn allerdings nicht als wahrscheinlich ansehen, denn man hat ja jetzt diese Zinswende eingeleitet mit den letzten 2 Sitzungen und möchte sicherlich auch mal abwarten, wie diese Zinssenkungen sich denn auf die Konjunktur dann auch auswirken. Und da braucht es in der Regel auch ein bisschen Zeit. Von daher würde ich aktuelles maximal als 50-50 sehen, dass die EZB bei ihrer nächsten Sitzung auch noch einen weiteren Zinsschritt machen wird. Auch in den USA lässt die Inflation spürbar nach. Die Teuerungsrate sank im August auf 2,5% von 2,9% im Juli. In dieser Woche haben wir diese Daten bekommen. Und damit steht ja dann wohl einer Zinswende der FED in der nächsten Woche nichts mehr im Wege. Die Frage ist ja nur, wie stark wird die FED die Zinsen wohl senken? Was glauben Sie?
Naja, aktuell waren die Wetten, zwischenzeitlich waren die Wetten beim halben Prozent, also einem großen Schritt, einem XL-Schritt nach unten, 50 Basispunkte Senkung. Zwischenzeitlich wurden jetzt wieder nur ein Viertelprozent eingepreist und da liegt letztendlich tatsächlich aktuell die Einschätzung vieler Experten und auch von mir genau dort. Zwischen einem Viertel und einem halben Prozent wird es kommen. Persönlich könnte ich mir tatsächlich vorstellen, wenn man die Arbeitsmarktdaten sieht, und die sind gerade auch für die Federal Reserve Bank in ihrem Auftrag wichtig, denn da steht unter anderem eben neben Geldstabilität auch Vollbeschäftigung drin, dass sie durchaus mit einem großen Zinsschritt doch einiges an Boden gut machen könnten, denn die Federal Reserve Bank ist relativ lange oder hat lange gebraucht, bis man eben jetzt zu dieser Zinsentscheidung kommt, zu diesem Trendwechsel. Und der Arbeitsmarkt entwickelt sich alles andere als gut, besonders im Juli und August. Und es ist natürlich auf der anderen Seite zu sehen, dass es ein politisches Thema ist, denn es stehen Wahlen an. Und mit einem XL-Schritt könnte die Konjunktur deutlich angehoben werden. Und das wäre natürlich eher Wind in die Mühlen der aktuell regierenden Demokraten. Und was heißt das alles jetzt für die weiteren Aussichten beim DAX? Ich glaube, der DAX wird stabil in die kommende Woche starten. Das ist um die 18.500, 18.600 Punkte herum. Und natürlich warten wir alle auf den Zinsschritt. Wird der kleine Zinsschritt kommen, dann werden wir eher so ein bisschen dahin dumpeln. Kommt der große Zinsschritt mit einem halben Prozent in den USA, dann, glaube ich, kriegen wir nochmal wirklich einen großen Rückenwind und dann werden nochmal die Allzeithochs angegangen. Vor allen Dingen auch unter dem Aspekt, dass weitere Zinssenkungen dann eben auch absolut will nicht sagen wahrscheinlich, aber möglich sind. Und das wird nochmal zusätzlich Kraft geben für das letzte Quartal, für das letzte Handelsquartal in diesem Jahr. Sagt Oliver Roth. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gucken wir uns den DAX heute noch mal ganz aktuell an. Der kann eben weiter zulegen. Heute wieder 0,5%. Eben diese Zinsfantasie. Auf der einen Seite die Zinssenkung gestern in Europa und die Aussicht auf die Zinswende in den USA sorgen hier für Fantasie. Fantasie auch bei Fresenius. Die kommt von Analysten. JP Morgan hebt das Kursziel für den Gesundheitskonzern auf 40,10 € an und die Einschätzung auf Overweight, also Übergewichten. Und in diese Richtung spaziert die Aktie 3,1%, aktuell das Plus hier. Und Gold profitiert auch von der Zinssenkungsfantasie in den USA. Der Goldpreis setzt seine Rekordjagd fort, steigt heute in der Spitze auf 2.500 knapp 73 $. Aktuell sind wir wieder etwas darunter bei 2.566 $.